Servus Leute, was geht ab? Willkommen, willkommen. Ich habe gerade das eine Video aufgenommen gehabt, das Anonymous. Nicht aufgenommen, ich habe es sogar hochgeladen schon. Und habe dann direkt eine neue Nachricht gesehen von den Entwicklern von Element Vision. Und dachte mir sofort, jo, machen wir gleich, müssen wir gleich aufnehmen. Es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Ich habe noch nicht komplett gelesen. Ich habe es nur kurz die Hauptpunkte gesehen, um was es da geht. Nicht gelesen, was da drin steht. Das gucken wir uns genau zusammen an. Ähm, und zwar folgendermaßen. Hier, also das habe ich gelesen. Specialization System. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, was es sein soll, aber wir werden mal sehen, was das bedeutet. Also irgendein Spezialisierungssystem. Gucken wir mal. In the game we have set 8 roles for all Elements. Okay, genau. Also es gibt 8 Rollen für alle Elements. Initiator, Nuka, Core, Disabler, Disruptor, Tank, Support und Escape. Okay, ja. Wissen wir. Die ganz normalen Sachen halt. Wir entwickeln gerade ein brandneues Feature, welches Spezialisierungssystem, ja, gute Nacht, Spezialisierungssystem heißt, welches die Elements mehr Möglichkeiten geben werden, um zu konfigurieren, also Customization. By fighting in a new dungeon and obtaining related materials, you can upgrade the specialization rank of elements. Ah, okay. Jo, okay. Ich glaube, das wird sowas wie in Raid Shadow Legends sein. Es gibt doch diese, ich weiß nicht, ob ihr Raid Shadow Legends gespielt habt, es gibt ähm, Rollen, die man farmen kann in einem bestimmten Dungeon. Ich glaube, Minotaurus war's. Und man kann dann mit diesen Rollen dann jeweilige passive Fähigkeiten freischalten. Zum Beispiel mehr Accuracy, mehr Schaden basierend auf HP und so weiter. Es gibt da so ein Skilltree quasi und da kann man halt dann in irgendwelche unterschiedlichen Möglichkeiten skillen. Und ich glaube, das wird es wahrscheinlich auch sein. Das ist cool. Hat mir sogar gefallen damals. Also bei Rachel Legends gefällt mir das sehr. Weil man kann dann für seinen Spielstil kann man jeweils Elements bauen, halt, so wie man es halt gerne haben möchte. Ob man halt, wenn es ein CC-Element sein soll, baut man halt auf CC, wenn es schnell sein muss und so weiter und so fort. Denke ich mal. Also sowas kann ich mir vorstellen. Was es halt genau drin ist, werden wir noch sehen. Vielleicht steht es hier noch drin. For 6-star Elements you can upgrade up to 6 times. Okay, für ein 6-Sterne-Element kann man bis zu 6 Mal upgraden. Each element will receive 1 to 3 specialization path based on the default role type. Oh, okay. Oh. Also 6-Sterne-Elements können bis zu 6 Mal und jedes Element wird 1 bis 3 Pfade haben, also Skill-Pfade haben, die basierend auf ihre Standard-Rollentyp sein wird. Das heißt, jeder Typ wird wahrscheinlich noch andere Skill-Tree haben. Das ist interessant. Also sie werden nicht alle das gleiche haben. Okay, verstehe. By freely allocating specialization points, you can make your element more proficient in a specific domain or develop comprehensively across multiple domains. Okay, ja. Also genau das. Man hat dann die Freiheit, die Spezialisierungspunkte so reinzumachen, wie es halt am besten für das Element passt, wie man es haben möchte. Additionally, the role positioning of some elements will be adjusted and the escape rule will be removed. Okay. Also es werden Rollen nochmal justiert, verbessert, was auch immer. Und die Escape-Rolle wird entfernt. Also diese Fluchtrolle. Ja, also ich muss ehrlich sagen, diese Fluchtrolle war jetzt auch so, ja, ist okay. Aber ist okay, ja, kann man entfernen. Fein, cool. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Weil ich mag das System. Man hat dann viel mehr Möglichkeiten, die Elements so zu bauen, oder zumindest bei Rachel Legends war es auch so, man kann dann die Elements so bauen, wie man Bock hat und macht die natürlich auch viel, viel stärker. Was auch, finde ich, nochmal ein zusätzlicher Punkt ist, um mehr farmen zu können. Also nicht nur Bauteile farmen, sondern auch wieder mehr Mats zu farmen, um halt quasi die Elements besser zu machen. Finde ich ganz cool, weil es gibt nochmal mehr Tiefe in das Spiel. Finde ich nice. Gefällt mir. Stacking-System.
Also Stapelsystem. Ja, genau, Stapelsystem. Oh, oh, was mit dem Stapelsystem? Das Stapelsystem hat ein Problem. Ja, das hat's, weil, wie viele schon festgestellt haben, man bekommt ja mit viel Glück ein LD-Net 5. Wie will man jetzt ein LD-Net 5 5 gleiche reinpacken, um die 5 Speed zu bekommen? Es halt, da haben sie halt nicht viel drüber nachgedacht. Es ist halt wirklich schwierig, vor allem auch bei Net 5s und so weiter und so fort. Ist nicht so schön. Macht keinen Sinn. Ähm, so. As a problem, which is that many elements are not sensitive to speed and some even do not need speed. Okay. Ja, gut. Also sie begründen das halt jetzt damit, dass manche Elements halt nicht sehr, nicht sehr brauchbar sind mit mehr Speed, also macht keinen Unterschied. Und manche Elements halt sehr oder halt nicht sensibel sind oder sensitive. Ja. Ja. Also dass sie halt damit halt nur nicht skalieren und manche brauchen es halt gar nicht und so. Es ist halt, ja, also Speed ist ja schon cool auf den Elements. Ich finde es halt einfach auch ein bisschen blöd designt, weil dass man halt mit Stapel mehr Speed bekommt, finde ich, muss nicht sein. Man könnte es mit der Weckung machen, dass man halt, ne, so wie bei Summersworn mit der Weckung, dann kriegen sie halt mehr Speed oder was anderes oder auch sonst was, aber das hat man ja schon mit dem Six-Star, ne? Wenn man auf Six-Star macht, kriegen sie ja schon eine Fähigkeit und das ist auch völlig fein. Und deswegen finde ich dieses Stapelsystem, fand ich persönlich immer so, naja, muss nicht sein, braucht man nicht. Weil es gibt auch viele Elements, die will man halt doppelt und dreimal bauen und dann muss man die auch noch jedes Mal mit stapeln. Ja, fand ich nicht cool. Ich finde es gut, dass sie das auch selber jetzt einsehen und das jetzt ändern wollen. Mal gucken, wie die das machen. Nachdem die Spezialisierungssystem released wird, veröffentlicht wird, wird das Stacking-System entfernt. Oh, die entfernen es komplett. Interessant. Aber was passiert mit den ganzen Stapeln, die man schon drin hat? And the stacking system speed increasing effect will becomes a node in the specialization path. Ah, okay. Verstehe. Okay, ja, dann wird es genauso sein, wie ich gesagt habe. Also dieses Spezialisierungssystem wird dann, man kann dann in diesem Pfad irgendwo dann Speed skillen, wenn man es braucht oder will. Was natürlich die meisten machen werden. Definitiv. Aber was passiert mit den ganzen Stapeln, die man hat? Das ist die große Frage. When enhancing using the same element, raising one stacking level will change to obtaining one additional specialization point. Oh, okay. Also wenn man. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Bedeutet das, wenn man diese 6 Punkte, die man sowieso also für euch nochmal kurz auf Deutsch, dieses Verstärken von den Elements, von den gleichen Elements, die ja normalerweise einen Stapel geben, werden jetzt so geändert, dass man einen zusätzlichen Spezialisierungspunkt bekommt. Davor hieß es ja, aber man kann bis zu 6 Spezialisierungspunkte bekommen. Durchs Farmen, durch dieses Dungeon, was auch immer. Aber wie ist es dann mit den Stapeln? Werden die dann drauf addiert? Bedeutet, mit den Stapeln schafft man dann bis zu 11 Punkte zum Skillen? Also, wenn das so sein sollte, ist das, ich weiß nicht. Hm. Bin ich ein Fan davon? Ich überlege gerade. Es ist halt weil das Problem ist, ich denke halt immer wieder bei LDs. Oder allgemein bei Net 5s. So. Man ist halt nicht gewillt, in den meisten Fällen seine Net 5s oder seine LDs zu verfüttern dafür, dass man einen extra Punkt bekommt. Ich denke, es wird darauf ankommen, ob die Spezialisierungspunkte wirklich so ausschlaggebend sind. Aber wenn da sowas wie Speed dabei ist, kann das schon wichtig sein. Wir werden es sehen. Also, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber dieses gleiche Element reinzupacken, hätten sie entfernen können, meiner Meinung nach. Finde ich. Ich finde das ein bisschen. Ich finde das nicht gut. Meiner Meinung nach. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ob das wirklich so ist oder ob es einfach nur ist, man muss das dann nicht leveln, dann ist es egal. Also wenn man trotzdem nur bis zu 6 Punkte haben kann, dann finde ich es okay. Aber wenn man zusätzlich mal 5 Punkte mehr bekommt, dass man dann auf maximal 11 Punkte kommt, aber 6 nur farmen kann und 5 durch Stapel bekommt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wir werden sehen.
The current existing stacking levels will be converted to specialization points after the specialization system is launched. Okay. Aber jetzt bin ich halt am Überlegen. Was stand denn nochmal genau in dem. Stand da nochmal ganz genau drin? Schauen wir nochmal hier rein. Additional, nee, wo war das? For 6-star elements you can upgrade up to 6 times. Hier steht's ja. Man kann bis zu 6 Mal upgraden. Okay, hier wird aber nicht verifiziert, ob das dann maximal 6 Mal ist oder ob die hier, diese Stacking-Level dann zusätzlich noch drauf kommen. Das wäre halt noch cool, wenn man da noch Klarheit hätte. Aber wenn es bei 6 bleibt, finde ich es okay, weil dann muss man es nicht machen. Man muss nicht stacken. Es ist einfach nur dann ein Bonus, dann hat man schon die Stack-Level schon drauf, oder besser gesagt die Spezialisierungspunkte auf denen, die man schon gemacht hat. Es ist, ja, wir werden sehen. So. Ja, das haben wir gerade gelesen. Background Battle. Leute, da kommt's. Das hatte ich kurz gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ich muss sofort ein Video machen. Background Battle. Wir kriegen endlich unseren Hintergrundskampf. Auf das wir alle schon warten. Der eine mehr, der andere weniger. Also mir war es jetzt, also ich fand es auch wichtig, aber ne, das war nicht das Hauptschlaggrund, was ich gesagt habe, jo, das will ich jetzt unbedingt haben, sondern für mich waren andere Sachen wichtiger. Aber es ist gut, dass es jetzt endlich angesprochen wird und vielleicht kommt. So, we know that many people are concerned about the background farming feature. Ja, alle warten sehnsüchtig auf dieses Background Hintergrundfarm, wissen Sie. Wir haben schon angefangen, eins zu entwickeln, also dieses Feature zu entwickeln. Okay. Sieht man eigentlich durch meine Canvas? Ja. Also sie sind schon am entwickeln. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wann wird es fertig sein? Since it will involve simultaneously running two battles in the foreground and background, the scope of adjustments involved is quite extensive. Okay. Since it will involve gleichzeitig running two battles in the foreground and background, the scope of adjustment involved is quite extensive. Okay, die sagen halt, also dieses Simultane, dass gleichzeitig im Hintergrund und im Vordergrund Kämpfe laufen, ist halt etwas sehr umfangreich. Und deswegen wird es wahrscheinlich, ich denke, das ist schon eine große, harte Arbeit, das hinzubekommen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich uns gedulden müssen, bis wir das hinbekommen. Mal gucken, was das hier steht. We will release this feature after ensuring its stability. Currently we cannot specify the exact time of release. Okay, also sie werden es, sobald es stabil läuft, releasen. Das bedeutet, sie sind schon wahrscheinlich dabei, das zu entwickeln, dass es stabil läuft. Vielleicht, wer weiß, es kann sein, weil die sagen hier, wir können nicht genau sagen, zu welchem Zeit wir das releasen werden, aber ich denke mal, es könnten 2 Wochen sein, es könnten 4 Wochen sein, es könnten 6 Wochen sein, es könnten 8 Wochen sein. Ich glaube aber, dass wir das in den nächsten 2, 3 Monaten bekommen werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Vielleicht sogar auch diesen Monat. Obwohl, nee, der Monat ist nicht mehr lang. Ich denke, doch, im September könnte es sein. Ich schätze mal auf September. Ich schätze mal so Mitte September kriegen wir dann Background Battle, würde ich sagen. Pi mal Daumen. Das ist meine Einschätzung. Könnte echt gut sein. Ja. Das war's, glaube ich, oder? Ja, das war's. Was kann ich noch dazu sagen? Also, ich finde es cool, dass sie diese Spezialisierung reinbringen. Weil diese Spezialisierung wird auf jeden Fall einiges besser machen. Man kann vielleicht bessere Teams bauen für Dungeons, man kann vielleicht bessere Teams für PvP bauen, besser Gildenkämpfe machen. Es wird bestimmt auch Metas geben mit Spezialisierungen. Da werde ich auf jeden Fall auch Videos machen. Also folgt diesem Kanal. Ich werde euch dann auf jeden Fall immer auf Guides machen und alles Mögliche, damit ihr das nicht verpasst. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, das ist auch bei Raid Shadow Legends so, also nur nicht so vereinfacht. Bei Raid Shadow Legends ist es viel, viel umfangreicher. Aber ist auch okay, muss nicht so umfangreich sein für den Anfang. Man kann ja später noch ausbauen. Man hat dann noch ein bisschen Möglichkeiten und Freiheiten. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann mal auf die Idee, dass man vielleicht mal Content Creator da mal ein bisschen nachfragt. Und guckt, vielleicht haben die noch bessere Ideen. Und genau auch noch dazu.
Ich bin ja gerade in Kontakt mit Jubagel. Also ich glaube, jeder von euch kennt Jubagel im englischen, amerikanischen Bereich, der ja gerade ähm, mit, mit dem Spieler sehr so ist, ne? Die sind also mit den Entwicklern. Und vielleicht kann man da auch noch irgendwelche Einfluss auf das Spiel haben, wenn man halt über Jubagel halt mit dem mal darüber quatscht und so. Vielleicht hat er auch dann eine Idee, was man da besser machen kann. Und ich denke mal, so als Sprachrohr ist das schon cool. Und mal gucken, wer weiß, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Ich bin auf jeden Fall in Kontakt mit ihm. Wir schreiben, also er hat mir geschrieben, ich habe ihm jetzt zurückgeschrieben, jetzt warte ich auf eine Antwort von ihm. Gucken wir mal, was in der Zukunft passieren wird. Ihr seid gespannt, also ich habe da schon coole Ideen und Vorschläge gemacht. Ich hoffe, dass wir da irgendwie auf dem gleichen Nenner sind und auf der gleichen Ebene sind, auf der gleichen Wellenlänge. Denn wäre cool, würde mich freuen. Also das ist eine mega Ehre für mich, dass überhaupt von ihm angeschrieben wurde. Hat mich sehr gefreut, wirklich. Da nochmal eine sehr, sehr große, dicke Liebe an den Eugene, der das ermöglicht hat. War für mich auf jeden Fall eine sehr große Überraschung. Hat mich gefreut. Ja, genau. Also zum Stacking-System müssen wir gucken, wie es mit dem Stapelsystem wird. Ich bin der Meinung, wenn es auf 11 hochgehen sollte mit diesem Stapel, wird das wieder dem einen oder anderen gar nicht gefallen. Und ich glaube, das wird der Mehrheit nicht gefallen, weil das dann wieder eher so ein bisschen, ja, LDs und Net5s können ja nur dann 6 haben. Ich meine, bei Freestars ist es nicht so schlimm. Die kann man ohne Probleme rein. Die meisten Freestars hat man ja schon 5 Stapel drin. Also was heißt die meisten oder eigentlich wahrscheinlich alle, die man besitzt, weil Freestars kriegt man am laufenden Band. Forsters, vielleicht gibt es den einen oder anderen Forster, den man schon auf 5 Stapel hat. Bei 5 Stars wird es halt schwierig, ne? Also 5 Stars kann man ja voll vergessen. Deswegen, also da werden wir nochmal gucken, weil es steht halt jetzt nicht drin, ob es dann trotzdem nur bei 6 bleibt und man halt einfach nur durch dieses Stapelsystem spart, diesen Dungeon laufen zu müssen. Und wenn das so sein sollte, bin ich völlig fein damit, bin ich völlig d'accord damit, aber wenn es extra zusätzliche Punkte sein sollten, weiß ich nicht, ob ich das für gut heißen würde. Das vielleicht in der Community nicht so ganz cool ankommen könnte. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, lassen wir uns einfach überraschen. Gucken wir mal, wie das so sein wird. Ich denke mal, die ersten 2 Punkte, die hier angesprochen werden, werden bestimmt, meiner Meinung nach, in der ersten Septemberwoche rauskommen. Ich denke bestimmt. Warte mal, Sekunde. Ja, ich denke zwischen dem 1. und dem 7. September könnte ich mir gut vorstellen. Eher wahrscheinlich der 5. Also ich ziehe mal oder ich peile mal den 5. September an für das nächste Update. Da könnt ihr ungefähr sicher sein, dass das ungefähr vielleicht da kommen könnte. Also nagelt mich nicht fest, aber das ist meine Einschätzung. Ich denke, die werden so letzte Augustwoche, so circa am 26. werden sie wahrscheinlich ein Announcement machen. Das wäre so lustig, wenn ich recht hätte und ihr denkt alle, ja, der weiß es, aber sagt es nur so. Am 6. Vielleicht weiß ich es auch. Nee, Spaß. Also am 26. am Dienstag wird es wahrscheinlich schon passieren können, dass das Update veröffentlicht wird. Also hier unser neuer Patch mit Balance Patch, Buffs, Nerfs, ne? Und unser neuer Content. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass am 5. September das neue Update kommen wird. Ob das Background Battle dabei sein wird, werden wir sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht warten sie bis Ende September damit und packen erstmal die ersten 2 andere Sachen aus und mit dem Hintergrundkampf lassen sie erst dann Ende September rauskommen. Aber ich denke, 1 und 2 wird auf jeden Fall meiner Meinung nach bis zum 5. September gehen und dann wird es wahrscheinlich rauskommen. Weil ich glaube, die haben schon gemerkt, dass das letzte Update vielleicht doch nicht so cool ankam, wie man es erwartet hat. Also die Idee dahinter ist cool. Also verstehe mich nicht falsch, das Heroisch-Modus-Update ist cool. Es ist wirklich cool. Es ist eine coole Idee, es ist ein cooles System, mega geil. Das Problem ist nur die Motivation dahinter. Man hat keine Motivation, das zu machen. Es ist einfach unnötig. Die Zeit, der Aufwand, unnötig. Warum sollte man das machen, wenn man trotzdem 4 und 5 Sterne Bauteile bekommt? Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Wenn sie das irgendwann upgraden und sagen, okay, man kriegt jetzt nur noch 5 Sterne Bauteile,
dann ist das natürlich was anderes. Und dann finde ich das heroische Modus auch richtig cool und würde das auch auf jeden Fall feiern, wenn das so bleibt oder wenn die das so reinpacken würden. Würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr darüber denkt. Auch über den heroischen Modus habe ich jetzt auch gar keine Kommentare von euch bekommen. Also keiner hat irgendwie Meinung dazu. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von den neuen News haltet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann, ciao.